Ich glaube, die Auflösung, warum die heutige Folge etwas später an den Start gegangen ist nun auch klar. Jens hat heute Geburtstag, von daher habe ich mir das nicht nehmen lassen, das dann auch so jetzt ein bisschen zu deichseln, dass das funktioniert und ohne dass er das weiß, wir auch hier ein paar Glückwünsche unterbringen können. Also an dieser Stelle, Jens, von mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute. Bleib wie du bist und ich freue mich auf unzählige weitere Folgen mit dir hier bei Gestrandet. Und ja, wenn ihr Jens auch gerne gratulieren würdet, dafür haben wir nicht nur die Option dann unter dem Posting auf Instagram. Fühlt euch auch frei, das hier bei Spotify unten in der Kommentarleiste zu machen. Und jetzt geht's auch direkt mit dem Podcast los. Hier nochmal ein kleiner Übergang und dann viel Spaß bei unserer 11. Folge. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi und herzlich willkommen zur mittlerweile 11. Folge von Gestrandet Last Exit Mallorca. Ich begrüße wie so oft, beziehungsweise wie immer, auch Jens wieder zu unserer gemeinsamen 11. Folge und sag erstmal Servus an dich. Ja, dann sage ich auch erstmal herzlich willkommen an dich wieder bei mir zu Hause. Freut mich und an euch alle auch. Ein wunderschönes Moin, dass ihr wieder da seid, ihr Gestrandeten. So, als erstes wollte ich mich im Namen vom Alex Engel entschuldigen. Es hat leider nicht reingepasst bei ihm. Viel zu tun. Klar, ist es Hauptsaison und ja, da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Und apropos Weg bzw. Wege, wir hatten uns ja im Vorhinein auch schon kurz darüber unterhalten. Ich habe gehört, hier soll es eigentlich recht gut besucht, nenne ich es jetzt mal, und ja, auch recht voll sein, sei es in den großen Diskotheken, ich meine, die kann man ja auch beim Namen nennen, ob es ein Megapark oder Bierkönig ist, als auch allgemein hier an dem Strandabschnitt Playa de Palma, ob es Holländer, wie gewohnt die Deutschen oder wer auch sonst ist, es soll eigentlich recht viel los sein. Du siehst das, beziehungsweise nicht siehst das, deine Erfahrungen sagen aber ein bisschen was anderes, hast du bei mir durchblicken lassen. Ja, genau. Also ich lese auch in den Medien, beziehungsweise höre es in den Medien und kriegt man ja so mit im Radio und so, es ist alles ausgebucht, alles sei voll, Mallorca wie noch nie. Und wenn ich muss, also meine Erfahrung ist, wenn ich jetzt hier langlaufe, also nicht nur meine, ich kenne ja auch die ganzen Gastronomiebetriebe hier, also jetzt Deutsches Eck, Dömsche, Münchner Kinder und was es hier sonst so gibt an Läden, die ganzen Restaurants an der Playa. Die sind nicht so voll wie normalerweise zu der Jahreszeit. Auch an der Playa am Strand. Früher hat man kaum Platz gefunden. Heutzutage ist es ja dreiviertel gefüllt. Abends, ich kann mit meinen Hunden durch die Bier, also ist es da noch laut. Ich laufe dann meistens erst nach 12 Uhr, dann wird ja die Außenbeschallung ausgeschaltet. Da kann ich mit meinen Hunden durchlaufen. Äh, Ob jetzt Bierstraße, Schinkenstraße ist ja auch bekannt für die Partymeile so gesehen. Untypisch, ne? Ja. Ja, also früher zu der Jahreszeit, wir haben jetzt Mitte oder Anfang August, da war hier alles gerammelt voll und jetzt, ich würde mal sagen, das ist eigentlich wie jetzt irgendwie im April oder September, so halb, dreiviertel voll. Ich verstehe nicht, warum alle sagen, Mallorca ist überlaufen. Das ist eigentlich, finde ich, relativ wenig. Wird mir auch von den Gastronomen, ich gehe auch mal dort zum Essen oder dort ein Bierchen trinken oder einen Cocktail. Oder ich kenne die Kellner und die PRs, also die Promotions machen, die sagen auch alle, es ist weniger eigentlich statt mehr. Ja, und das ist schon verwunderlich, weil das, was man so hauptsächlich hört, war, oder die zwei Worte, die mir dazu einfallen, war dann doch ausgebucht und teuer. Wobei ich dann da auch ergänzen muss, und das passt dann irgendwo ein bisschen zu dem, was du erzählst, dass man aber auch jetzt etwas verspätet dann plötzlich liest, dass die Hoteliers darüber nachdenken, die Preise zu senken. Ja, passt ja dann irgendwie nicht unbedingt ganz dazu. Ich habe das jetzt auch, wie gesagt, von den Touristen gehört, dass es unverschämt sei, die Preise, weil
sei zu hoch. Die haben früher, vor ein paar Jahren, für denselben Preis noch All-Inklusiv bekommen. Und heutzutage, ja, 2 Getränke und was zu essen für 1200 in 3-Sterne-Hotel. Für eine Woche meinst du jetzt? Ja, für eine Woche. Ich meine, früher hast du All-Inklusiv gehabt. Da konntest du wenigstens noch, darf ich so ausdrücken, saufen und essen, so viel du wolltest. Heutzutage 2 Getränke morgens, 2 Getränke mittags, 2 Getränke abends. Und dann Buffet und ja gut, Essen ist, glaube ich, kann man immer noch all-inklusiv, aber ansonsten muss ich Getränke bezahlen. Die Getränke sind ja auch das teuerste. Ja, es ist alles etwas komisch und kompliziert geworden. Naja. Genau, beim Essen, wie du sagst, kommt es ein bisschen drauf an, was man bucht, ne? Dazu gebucht hat, All-Inclusive oder Halbpension, aber ansonsten verdienen die gerade bei den Temperaturen natürlich das Geld heutzutage auch nochmal gut mit den Getränken, ja, die nicht mehr All-Inclusive sind. Dafür bekommt man jetzt wenigstens ein Glas Wasser umsonst laut Gesetz. Stimmt, das Thema hatten wir auch schon. Dann machen wir auch in dieser Folge weiter bei dem Rückblick von Uwe. Wir haben ja auch in der letzten Folge gehört, dass Uwe da gerne mal beim Flugerwischen den Leuten und gestrandeten Touristen unter die Arme greift. Da haben wir tatsächlich auch ein aktuelles Erlebnis, beziehungsweise der Uwe, von dem er erzählen kann, das steht nämlich, so wie es aussieht, wieder an. Und danach geht es dann auch wirklich direkt weiter bei dem Rückblick. Uwe, erzähl doch gerne mal, wie es jetzt dazu gekommen ist und auch ein Hallo an dich. Hallo, grüß dich erstmal und hallo, ihr wunderbaren Zuhörer. Hier ist der Uwe, der Straßenkind von Malle, den kennt ihr ja mittlerweile schon. Und tatsächlich ist es so, vor 5 Tagen habe ich am Supermarkt, wo ich immer mein kleines Bierchen trinke, einen Menschen kennengelernt, ja, der abgemagert ist und hier gestrandet ist. Naja, und der schläft ja, im Siebener Park, ne, und weiß nicht, wie es weitergeht. Ne? Ja, keine Klamotten dabei und nix und gut. Und da habe ich mit ihm geredet. Ich wollte wissen, wo er herkommt und ja, wie er so ein bisschen tickt, ne? Und was er so vorhat und naja, gut. Aber im ersten Moment war er ein verschlossener Typ. Ja gut, dann 2 Tage später habe ich ihn dann wieder getroffen. Und dann habe ich mich mit ihm auch näher unterhalten, weil er auch, sagen wir mal, meinen Kontakt gesucht hat, weil er weiß, ich kenne mich hier aus. Und naja, und heute war das zum Beispiel so, also das war der 5. Tag, ja, seitdem ich ihn kenne. Mhm. Und ja gut, weil er nimmt immer mehr ab und keine Ahnung, ne? Also das hast du jetzt in den 5 Tagen auch schon gesehen, dass er Ja, noch, das, okay, sowas, krass, sowas sieht ja, man, da hat man ein Auge für, ne? okay, Absolut, ja. ne? Und ja, dann ist das halt eben so, ich war am Überlegen, Mensch, weil ich habe ja nun ein Zelt und habe eine Liege davor und so weiter und so fort, ne? War am Überlegen, ja, ob ich ihn bei mir erstmal für 1, 2 Tage aufnehme. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil, ja gut, in meinem Zelt ist alles mein Hab und Gut. Und man weiß ja nie, wie man auf der Straße kennenlernt und gerade erst ein paar Tage. Und dann, ja, deswegen habe ich den Jens, der ist euch ja auch bekannt und das ist mein bester Freund. Und deswegen habe ich ihn um Rat gebeten. Naja, und naja, aber ich habe mich dann so entschlossen, dass ich gehe nochmal runter zum Supermarkt, weil er da sitzt, also Richtung Siebener Park. Ne? Werde ihm Bescheid sagen, dann werde ich ihn morgen abholen vom Siebener Park und werde ihn dann zum Flughafen begleiten. Ja, also da würde ich auch kurz da anknüpfen wollen, weil du auch jetzt sowieso den Jens schon erwähnt hast. Ich oder beziehungsweise wir haben das auch vom Jens schon gehört, dass man da natürlich immer auch beide Seiten sehen muss und wie du jetzt auch schon
angeschnitten hast, dass dein Hab und Gut eben in dem Zelt ist, das ist ja dein Zuhause, dass man da auch zumindest das Risiko mal einkalkulieren muss und nicht naiv sein sollte, dass das ja auch nicht gut ausgehen kann. Ne? Dass du vielleicht, keine Ahnung, mit dem abends noch gemütlich einen trinkst, um mal so ein Beispiel zu finden, und mitten in der Nacht macht er sich auf mit deinen Habseligkeiten und setzt sich am nächsten Tag ins Flugzeug oder so. Ne? Das kann halt auch nach hinten losgehen und birgt einfach auch Risiken. Ja, und das Risiko will ich eben halt vermeiden. Ne? Weil es ist halt so, ich habe hier schon so viel Sachen erlebt, ja, was ihr gar nicht glaubt. Und ja, ist halt so. Wir glauben dir das, deswegen, wir freuen uns ja auch, wenn du uns die Geschichten erzählst. Aber ich stimme dir dazu. Und deswegen hast du dich dazu entschlossen, ihn jetzt nur, ja, ich sag mal, Richtung Flughafen zu begleiten, dass er sich darauf so ein bisschen verlassen kann und dass er quasi dann auch von der Insel wegkommt. Ne? Und was man auch noch ergänzen muss, dass du dich natürlich vorher mit ihm unterhalten hast. Wir wollen die Details hier jetzt gar nicht breit treten, aber du da auch schon festgestellt hast, dass es da wohl ein paar Lücken in seiner Geschichte gibt, sagen wir es mal so. Ja, ich bin schon lange genug auf der Insel. Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Und deswegen, ja, ist halt so, man sollte kein Vertrauen kurzfristig aufbauen. Das muss sich alles langfristig ergeben. Ja, Bisschen beweisen meinst du, ne? Ja. selbstverständlich, ne? Naja. Und gut, er kennt nur mich vom Supermarkt da. Naja, und dann, naja, der wartet quasi jeden Tag drauf, dass ich da auftauche, mein kleines Bierchen da trinke, ne? Und ja, Das machst du ja auch, ne, klar. ja sicher, ne? Also zum Anfang, ne? Naja, weil setz mich da gemütlich hin, schöner Schatten und alles überdacht, ne? Und, naja, und vor allen Dingen billig. Billig? Naja, günstig gegenüber den Touris, also Touristen, ne? Weil, gut, ich bin jahrelang hier, ich bin hier bekannt und da bekomme ich Sonderpreise. Ah, du meinst, der Supermarkt hat einfach angemessene Preise. Sagen wir es mal so. Ja, ja, Okay, ja. alles Für klar. mich jedenfalls. Ja, Ne? Naja, okay. sehr gut. Ja, interessant zu hören, und dann sieht man ja auch, das wird niemals alt, die Geschichte. Wir hatten es gerade in der letzten Folge, und ja, genau in der darauffolgenden Woche ist es ein bisschen anderer Fall. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der klassische betrunkene Tourist, der am Strand ausgeraubt wurde, aber trotzdem ist es jemand, der da auch wieder letztendlich begleitet, dass er wieder den Weg ins Flugzeug findet. Ja, vor allen Dingen das Kuriosum ist angeblich, er hat ein Hotel gebucht gehabt und dann kam er einen Tag zu spät und dann haben sie das angebliche Hotelzimmer wieder verbucht gehabt, beziehungsweise anderweitig verbucht gehabt. Und so ganz werde ich aus der Geschichte nicht schlau und ne, das kam mir so ein bisschen kurios vor. Ne? Und da bevorzugst du lieber den sicheren Weg und hilfst ihm natürlich trotzdem, aber ja, dann aber doch mit ein bisschen Abstand. Ja, selbstverständlich, dafür bin ich bekannt. Ne? Also, ja. Und ja, es ist halt so, wenn ich sehe, dass einer wie Haut und Knochen aussieht und sich überhaupt nicht auskennt, aber mir Geschichten erzählt, die ich nicht glauben kann, weil ich hier die ganze Klamotte hier selber kenne, ja. Und das ist schon, naja gut, da würde ich mich manchmal vom Kopf fassen und ich sage, was erzählt der für eine Scheiße, ne? Naja, ist halt so, ne? Gehen die Alarmglocken ein bisschen an So einfach, sieht ne? das aus, ne? Und ich habe noch alle Glocken im Turm hier, ne? Also alles gut, ne? Naja. Und gut, auch wenn ich schon, sagen wir mal, etwas älter bin und auf der Straße lebe, aber ich habe noch alle beisammen. Und deswegen kann ich eins und eins immer noch zusammenzählen, sind keine drei, sondern zwei, ne? Ist ja normal, oder? Naja. Dann ist das halt so, ne? Ich begleite ihn dann morgen zum Flughafen, setze ihn in ins Flugzeug, buche ihn den Flug, beziehungsweise hoffentlich er hat Geld dabei. Also ich kann das nicht finanzieren, dieses Mal nicht, ne? Und weil ich nicht weiß, was mit ihm so los ist, keine Ahnung, ne? Ja, ein Flug ist auch eine andere Hausnummer als Ja, eine Busfahrt, selbstverständlich, ne? sicher, ne? Naja, sonst ist das immer übers Konsulat gelaufen, ne? Also jetzt aber diesmal nicht. Nicht notwendig, ja. Nee, ne? Weil der hat Ausweis und so weiter alles noch da, ne? Angeblich. Ich weiß es nicht, habe ich noch nicht gesehen. Und muss ich erst mal gucken, was daraus wird.
Du kannst uns gerne ja dann bei der nächsten Folge mal ein Update geben in 2 Sätzen, wie es ausgegangen ist. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir dann jetzt auch bei deinem Rückblick weiter. Ja, selbstverständlich, können wir gerne machen. Ja, ich mache jetzt auch so einen kleinen Rückblick nochmal und ihr wisst ja, dass ich bei den Mönchen mitgeschlafen habe mit dem René, mit Erwin und Hexe. Und der René, gut, der hatte ein bisschen Kontakt zu den Mönchen und da gab es einen Klostergarten. Und ja, da haben sie uns angeboten, da zu arbeiten, den Garten ein bisschen herzurichten. Naja, und da haben wir dann auch ein bisschen Geld verdient, so dass wir über die Runden kamen. Und gut, dann kamen wir den ersten Tag an, haben uns das alles angeguckt, war alles verwuchert und das war eine Traurigkeit hoch 3. Ne? Aber Gerätschaften waren alles da. So, bloß, naja gut, René wollte nicht viel arbeiten, weil das im Prinzip eine faule Sau war. Ne? Naja. Aber gut, der hat dann den Gartenschlauch gehalten zum Bewässern und ich habe dann, das war eine Kreissäge, Leute, das ist wirklich interessant, das habe ich immer Susi genannt und da habe ich dann die Äste und die Bäume mit beschnitten. Das war meine Susi, ne? Naja. Und das war mein Heiligtum, ne? Naja, gut. Und naja, und das war wirklich, wir haben da wochenlang ja gut, mittags mussten wir arbeiten in der brütenden Hitze. Hat im Prinzip, gut, nicht so richtig Spaß gemacht, aber wir haben eben halt was verdient. Und das war uns dann egal. Ne? Und habe ich das dann richtig ja interpretiert, dass ihr dann morgens auch nicht mehr so früh weg musstet natürlich, oder? Doch, Okay. mussten wir. Ne? Und da haben wir dann also am Siebener Park dann gewartet. Ne? Okay. Und um 9 Uhr haben wir dann angefangen zu arbeiten, ne? Weil wir da vorher in den Klostergarten nicht reinkamen, weil die dementsprechende Person dann da war. Ne? Und ja gut, und dann haben wir angefangen, ja, den Garten erstmal richtig herzurichten. Ne? Ja, hast ja gesagt, der war ein bisschen chaotisch. Erzähl doch mal gerne, was da so auf dem Programm stand. Naja, das war wie gesagt alles verwuchert und Äste und Bäume mussten geschnitten werden und naja, und deswegen haben wir erstmal die Garage, da hatten die ganzen Gerätschaften drin. Und da haben wir uns dann die Gerätschaften, beziehungsweise ich habe die Gerätschaften dann ausgesucht, weil der René, wie gesagt, der kannte nur den Gartenschlauch und hat die Blumen so ein bisschen besprüht, ne? Weil er eben halt nicht so fleißig war, ne? Ist egal, ne? Und naja, und ich habe dann die Susi genommen, ne? Probiert, ob die noch geht, die Kreissäge, ne? Susi hat dann mitgemacht. Susi hat funktioniert, ne? Ich habe mit ihr gesprochen, absolut, ne? Ich sag, Susi, jetzt musst du arbeiten und dann ging die ganze Geschichte, ne? Naja. Dann spielt ihr auch mit, ja. Aber selbstverständlich, ne? Naja. Na gut, und, aber es war schon eine schöne Sache. Ne? Vor allen Dingen, du hattest jeden Tag Bargeld, du hast gearbeitet und da fühlte man sich immer wohl. Ja, man hatte eine Aufgabe, ne? Kann Ja, man selbstverständlich, sich sicher, vorstellen. klar. Dann würde ich noch fragen, kannst du ungefähr einschätzen, wie groß das war oder versuchen, das zu beschreiben? Das waren ungefähr 50 Hektar. Oha, ja, okay. Also wir hatten da Zu tun. ja, reichlich zu tun. Ne? Okay. Und das war jeden Tag. Ne? Ja, wir haben da morgens um 9 angefangen, ne? Und bis mittags um 2. Ne? Und wir haben auch immer Getränke bekommen, also Wasser und so weiter. Ne? Also die haben uns dann versorgt damit und Gerade auch ein in der bisschen Hitze, Essen. ne? Ne? Das haben die da das war ja auch ein katholisches Kloster, also hat mit den Mönchen zu tun gehabt, was ich gerade auch sagte. Und die haben uns da schon versorgt. Ne? Also, und wir haben dann hinterher nach Feierabend jeden Tag Bargeld bekommen. Ja, das hört sich auf jeden Fall auch nach einem fairen Deal an und vor allem schön, dass sie euch das dann zuerst mal auch angeboten haben, ne? Weil genau, es ist manchmal auch nicht nur das Geld, sondern auch die Aufgabe, die man dann einfach hat. Und ja, der seid ihr ja definitiv nachgekommen. Wie lange hat das gedauert, den Garten so ein bisschen, ja, dann fast ja im Alleingang herzurichten oder wieder schön zu machen? Ja, wir haben ungefähr knapp 3 Monate für gebraucht. Mhm. Und damit alles wieder gerade und glatt war, wir haben dann zuletzt haben wir alles zusammengehakt und so weiter, das auch so ein bisschen gesät, das auch so ein bisschen blumenmäßig. Ne? Wollte ich gerade fragen, genau, Ja, selbstverständlich. Ne? Auch gepflanzt, ja. Naja gut, ich meine, ganz so dumm ist man ja auch nicht, man kennt sich auch so ein bisschen aus.
Dann haben wir das alles gemacht und die waren alle zufrieden und wir waren auch zufrieden und ja, Eine Win-Win-Situation. selbstverständlich. Ne? Ja, und das Kuriosum an der Geschichte ist, wir haben ja nun Geld verdient, hatte ich ja schon erwähnt, und wegen der Gartenarbeit. Und da haben wir am Siebener Park meinen 48. Geburtstag gefeiert. So richtig schön, da waren wir beim deutschen Supermarkt, haben da schöne Leberwurst geholt, frisches Brot und Den gibt es Sülze. ja heute noch, oder? Ja, das ist der deutsche Supermarkt Zemm, ne? Ist unten Richtung 12er, ne? Naja. Und und da musstest du natürlich ein bisschen mehr hinlegen an Geld, weil der ist ein bisschen teurer als wie so Eroski oder Mercadona, ne? Absolut, ja. Aber ich wollte das halt so. Dann habe ich mir frisches Brot besorgt, ne? Und alle Wurstsorten, die es da gab, ne? Weil ich ja Geld verdient hatte und war mein Geburtstag. Und das haben wir dann im Siebener Park, ist kein Witz, Leute, haben wir das geschmiert und dann geschnitten. Dann habe ich da Tomaten und alles dazu gemacht als Deko, ne? Und die Leute haben sich im Park gewundert, was ist denn da los, ne? Naja. Und schön mit Dekoration, sogar Petersilie habe ich gekauft, ne? Das ist kein Witz. An Ne? alles gedacht. Aber selbstverständlich, ne? Naja. Ist die noch nicht im Garten der Mönche gewachsen, im Klostergarten? Nein, wir haben ja erstmal gesät, ne? Also das musste erstmal langsam wachsen, ne? Naja. Ne, und war ein schöner Geburtstag, ne? Vor allen Dingen ländlich, freie Luft, ne? Und alle Leute haben sich, weil sie uns kannten, wir sind Obdachlose und so weiter, wie können sich die Leute das leisten? Weil wir eben auch gearbeitet haben, ne? Naja. Ja, stimmt. In den Klostergarten kann man ja von außen nicht reingucken. Ne? Da sieht man euch nicht wuseln. Nee, das ist richtig, ne? Naja. Aber es war trotzdem ein schöner Geburtstag, ne? Naja. Ja, glaube ich. Vor allem Geburtstag hat man auch ja nur einmal im Jahr. Und wenn man dann auch, wie du sagst, in der Hitze teilweise oder zumindest dann über die Sommersaison, und das war da ja so, viel arbeitet und schwerer arbeitet, dann gönnt man sich ja auch an dem Tag mal was. Ja, selbstverständlich, ne? Ich habe sogar an meinem Geburtstag gearbeitet. Und wir haben das alles erst hinterher besorgt, ja. Beziehungsweise ich habe das besorgt vom deutschen Supermarkt, ne? Und na gut, bin ich dann mit dem Bus hochgefahren. Ich meine, die 2 Euro hatte ich auch noch über. Und dann haben wir uns einen schönen Tag gemacht. Ne? Ja, Dann warst du dort einkaufen, dann ging es wieder zurück in den Park und dann hat die Geburtstagsparty stattgefunden. richtig, ja. Und wo waren wir da jetzt ungefähr zeitlich, dass wir das vielleicht jetzt nochmal dazwischen, so nach ein paar Folgen nochmal einordnen? Jens war immer noch nicht auf der Insel, ne? Ist korrekt? Nein, das ist richtig. Das war 2009. Okay, Ne? Naja. ja. Ne, da kannte ich Jens noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass er geboren war. Ne? Also, Ja. okay. Das wollte ich fragen. Also ihr Nee, wart nee. euch letztendlich noch unbekannt und es Richtig, folgt ja, auch ja. erst zeitnah. Selbstverständlich. Ja, schöne Geschichte, auch mit dem Klostergarten, definitiv interessant zu hören und auch mit dem Geburtstag dann. Kann man sich vorstellen, dass da ein bisschen Action war dann am Abend nach getaner Arbeit. Und ich würde sagen, dann hören wir auch hier dieses Mal auf und machen dann beim nächsten Rückblick da weiter. Und dann kannst du mir erzählen, wie der Tag nach der Party denn war und ob ihr den Weg zu den Mönchen noch gefunden habt. Ja, ich bedanke mich bei dir und natürlich bei den Zuhörern. Und der Uwe, das Straßenkind von Mallorca, wünscht euch bis zur nächsten Folge alles Gute. Neue Folge, neues Glück und neuer Rückblick. Wir knüpfen auch wieder da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar gehen wir in Richtung Dezember oder sind dort angekommen. Wie war denn, so würde ich mal anfangen, dein erstes Weihnachten nicht nur in Palma, was ja sehr romantisch klingt, sondern auch dein erstes Weihnachten auf der Straße? Ja, das war ja dann schon Dezemberzeit gewesen und Weihnachten stand vor der Tür. Ja, es war schon relativ kühl, aber wir hatten ja unsere 4 Wände. Die haben die Fenster mit Schaumstoff zugemacht gehabt und unterm Schlafsack war es in Ordnung. Das Schlimmste ist, wenn du nachts auf Toilette musst. Kann Obwohl- ich mir vorstellen. Obwohl im Dezember ist es hier gar nicht so schlimm. Also ich hatte hier schon am 23. Dezember auf der Sonnenliege in der kurzen Hose 23 Grad. Die harten Monate kommen, glaube ich, dann erst Anfang im nächsten Jahr, ne? Genau, das ist richtig. Eigentlich erst so Ende Januar, Februar ist dann, wo es dann richtig kühl wird und klamm, dann kriegt man diese Klamotten nicht mehr trocken.
Vor allem das Meer ist ja noch warm. Also im Dezember, ich glaube, das Meer ist wärmer wie draußen. Die Nikoläuse vom Nikolaus schwimmen können das bestimmt beurteilen. Ne, wir wollten auf was ganz anderes zurück. Ja gut, wir haben dann unser Ding gemacht mit unseren Seifenblasen. Hatten uns ja mit unseren Kollegen, drück mal so aus, wir waren ja dann auch Kollegen gewesen, ist ja hier auch alles Freunde, so soll es ja auch sein. Die hatten ihren Platz, wir hatten unseren Platz, wir haben unsere Seifenblasen, die ihre Seifenblasen. Jeder hat unabhängig gearbeitet und wir haben nebenher unser Schatara gemacht, also das Altmetall sammeln und andere Dinge. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mir hier, glaube ich, noch nie Kleidung gekauft. Ich bin fast 13 Jahre hier. Ich glaube, ich habe mir einmal ein paar Schuhe kaufen müssen, weil ich Arbeit hatte auf einer Baustelle. Da brauche ich gescheites Schuhwerk, das ging nicht mit Flipflops. Einmal eine Badehose, wo ich Sandfiguren gebaut habe, weil meine gerissen ist. Mit dem nackten Arsch ist Sandfiguren bauen doof. Und ganz am Anfang, das war sogar zu der Zeit gewesen, habe ich mir ein T-Shirt gekauft von Nirvana. Mit dem Smiley drauf, Nirvana. Weil ich das voll geil fand, so im Prinzip mein erstes richtig eigenverdientes Geld, was meins ist. Das war genau zu der Zeit auch gewesen. Habe ich mir bei so einem T-Shirt-Drucker, gibt's ja, kennst ja, bin ich hin, habe mir so ein Nirvana-T-Shirt gekauft. Nach 2 Wochen war es orange. Selbst im Winter ist die Sonne sehr aggressiv. Zu der Zeit, habe ja Metall gesammelt und sowas. Da gehst du von Mülltonne zu Mülltonne und dann hängen ja auch frisch gewaschene Klamotten an der Tonne nebendran und dann macht man auf, guckt rein und wenn da was Passendes für dich ist, nimmt man es mit. Also ich habe am Anfang hier nie Wäsche gewaschen. Du hast getragen, bis es dreckig war und dann hast du weggeschmissen. Also das ist Und dann übrigens hast du was Neues angezogen. heutzutage immer noch so und heute halt, du findest auch immer noch die Klamotten an den Mülltonnen hängen, entweder in Säcken oder wenn sie schon jemand angeguckt hat, hängen sie so manchmal oder legen sie auch so drauf, ne, oder drüber. Da sind ja auch so Halter, wo die dann hochgehoben werden und ja, sieht manchmal Ja, aus wie genau, so ein und halt und Straßenflohmarkt. Da sind auch manchmal, muss man immer reingucken, manchmal sind auch Lebensmittel drin. Wie gesagt, wenn es hier so Rente-Wohnung oder so ein Zeug ist, oder hier die Ferienhäuser, die vermietet werden, dann wird es nebendran gehängt. Das sind auch sinnvolle Sachen drin, weil es gibt ja Langzeittouristen, die tun sich hier eine Finca mieten für 2, 3, 4, 5, 6 Wochen. Und die kaufen sich dann Küchengeräte zum Beispiel, weil sie ihr Brot backen wollen. Und wenn dann die Putzfrau am Ende kommt, aufräumen, dann kommt alles, was nicht im Sortiment drinsteht, was drin sein muss. Entweder nimmt sie es mit, verschenkt sie dann an ihre Leute oder behält selber, oder es kommt zur Mülltonne. Also ich habe da echt schon Sachen, frisch im Karton drin, eine Brotbackmaschine mit allem drum und dran, wurde vielleicht 2, 3 Mal benutzt, stand neben der Mülltonne. Ja, oder ein günstigeres Beispiel, wobei es die ja auch schon günstiger gibt, aber ein Toaster, auch die Putzkraft oder Reinigungskraft kann den. Toaster braucht zu viel Watt, das zieht meine Solaranlage nicht. Ja, bei dir, das stimmt, ja. Macht Sinn. Aber ich sag mal so, sie braucht auch nicht den 10. Toaster, ne? Ja, klar, Dementsprechend kommt genau. sowas auch mal wirklich neu dann, ja, in die Mülltonne Ja. oder daneben. Ne? Also die stellen es meistens, muss man echt hier sagen, das finde ich ja super, super sozial. Das gerade solche Sachen wie Lebensmittel oder Kleidung, das ist frisch gewaschen, waschen, sauber, ordentlich, auch die Lebensmittel, werden in große Tüten gepackt und werden nebendran gehangen oder nebendran gestellt, statt einfach wegzuschmeißen. Doofe Frage am Rande. Hier gibt es auch keine Kleidercontainer wie in Deutschland, oder? Doch Kleidercontainer gibt es mittlerweile auch. Also am Anfang gab es das nicht, mittlerweile sehe ich es vermehrt, gerade von den großen Supermärkten. Okay. Aber das ist privat. Hm, Die machen das selbstständig. ganz Also das anderes sind Thema nochmal. Genau. Ja, ja. Weil ich habe das schon, oh, da hatte ich mal meinen Wohnwagen gehabt bei Mercadona, wo ich drin gewohnt hatte und da stand so ein Kleiderwagen und bei mir war das immer ein Glücksspielautomat. Ich bin da jeden Tag hin und weil da viel reingemacht wurde, weil nebendran viele Ferienwohnungen sind und viele Residenten wohnen und sowas. Und das glaubst du, warum ich in der Kasten und solche Sachen, Ralph Lauren rumlaufe. Sowas, wenn sie es nicht mehr brauchen oder da ist ein Fleck drauf oder da ist ein Löchchen unten am Ärmel, was man nicht sieht. Oder auch von der Sonne ein Ich bisschen. finde es Ne? geil, ich nehme das mit. Ausgeblichen, die wir gehabt hatten, die sagen, sowas ziehe ich nicht mehr an. Ich finde es cool und nehme es mit. Und deswegen bin ich da immerhin jeden Tag und habe gedreht. In der Hoffnung, dass oben wieder was rausfliegt.
Und dann war ich auch mal abends da gewesen, mal einkaufen bei Mercadona und dann waren die gerade da gewesen, haben den Automaten, sage ich schon, einen Glücksspielautomat, Klamottenautomat. Die haben den aufgemacht und haben Klamotten rausgeholt. Und es war auch, glaube ich, Winter, ist ein paar Jahre später dann gewesen. Und ich habe gesagt, so, hey, Entschuldigung, ich lebe hier auf der Straße da vorne, habt ihr mir vielleicht einen Pulli? Und die gucken mir an, so, nee, was willst du denn? Und packen das Zeug ein und schmeißen es rein. Weil im Prinzip ist es ja für Obdachlose. Die haben mich gesehen, die haben gewusst, sieht man ja. Und da vorne stand mein verranzter Wohnmobil, den ich für 1 Euro eine Dose Bier, schon wieder ein Cliffhanger, gekauft hatte. Und sagen nein. Also, dann denke ich mir so, Alter, Entschuldigung, da werden Klamotten gespendet für Leute, die es nötig haben. Und du packst das weg, ich sag, kannst du mir ich mag nur einen Pulli. Ja, das Und die ist. sagen nein und packen ihr Zeug weg. Das finde ich dann schon falsch. Das ist wie immer das Beispiel, was so schön hat. Ja, es gibt ja auch so viele andere große Organisationen, wo viel in die Verwaltung geht und nichts direkt wirklich ankommt. Also ja, 50, 60, 70% fließt in die Kassen für andere Dinge als für das, was eingesetzt wird. Ja, bis das Geld letztendlich da ankommt, wo es hin soll, ne? Und wie du schon sagtest, Verwaltungskosten und so weiter, weil die ja halt auch einfach ein bisschen größer sind mittlerweile und da einiges drauf geht. Was dann nicht unbedingt so zielführend ist, meiner Meinung nach. Und darüber, wen das interessiert, gibt es auch ja, ein paar Dokumentationen, Berichte und so weiter. Aber das ist jetzt auch nicht unser Thema, weil es gibt ja auch genug Organisationen, die auch euch schon, sage ich bewusst, euch geholfen haben, speziell auch hier auf der Insel. Ja, selbstverständlich. Also auch das Rote Kreuz, wenn man da abends angerufen hatte, ähm, also ab 22 Uhr, glaube ich, war es, konnte man halt die 119, ist das hier? 119 anrufen. Da kommt dann die Verwaltung und sagt, ich hätte gerne das Rote Kreuz, Croce und sagte, ja, ich bin hier auf der Straße. Und dann kamen die an, haben dir einen Kaffee oder einen Kaba gebracht, Kekse, eine Decke. Haben wir auch des Öfteren genutzt und konnten auch ein bisschen reden. Und wenn man Hilfe gebraucht hatte, waren die wirklich auch für einen da. Also es ist nicht immer alles so, wie man es sieht. Also ja, man kann es von beiden Seiten darstellen. Es kommt ja auch immer drauf an, wer gegenübersteht. Ist halt alles Ansichtssache und man soll halt einfach ein bisschen kritisch hinterfragen. Das ist so die Grundmessage, weil Uwe hat ja auch speziell schon erwähnt, dass das, ja, in dem konkreten Fall auch Rote Kreuz ihm da geholfen hat mit Decken bei dem Umzug und ja, also was ich so höre, scheint das doch schon wirklich sehr zielführend zu sein. Das ist ja auch immer, wie ich glaube schon mal ein paar Mal gesagt habe, wie man in den Wald ruft, so schallt's hinaus. Wenn ich lieb und höflich bin und nett danach frage, dann helfen sie. Wenn ich ankomme und sage, hey, dieser Teil wird zensiert. Mal her. Muss man das zensieren? Dann sagen sie natürlich, hey, Entschuldigung, frag höflich und nett und dann helfe ich dir auch. Aber wenn du ankommst und mich behandelst wie Müll, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sowas macht. Das ist ja auch nicht unbedingt der beste Job, dass man hier nachts durch die Gegend fährt Absolut. und sich das Elend anguckt, um es mal so auszudrücken. Und um einen Tee rauszubringen oder so, blöd Ja. gesagt, um eine Decke. Muss man von fairerweise von beiden Seiten sehen. Finde ich klasse, dass du das Also auch so ich siehst. muss auch sagen, in Palma, da gibt es mehrere, gerade zur Weihnachtszeit, da waren wir ja gerade, oder sind wir ja eigentlich. Willst du behaupten, wir sind abgeschweift? Wir waren ja eigentlich bei der Weihnachtszeit. Gerade zur Weihnachtszeit fahren in Palma mehrere Private auch durch die Gegend, gehen an die Hotspots, wo sie wissen, dass Obdachlose sind, verteilen warmes Essen, Decken. Da gibt es mehrere private bzw. halbprivate Organisationen, die gerade im Winter rumfahren und Lebensmittel und Decken, gerade nachts warme Suppen verteilen und nach den Leuten gucken. Also hier, ich weiß ja nicht, wie es Deutschland ist auf der Straße, aber ich muss sagen, also ich habe hier, heißt ja so schön, viel christliche Nächstenliebe kennengelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Okay, private ja. Leute, selbst hier, eine Frau ist mit ihrem Kind spazieren gelaufen, hat eine Suppe dabei gehabt, die sie im Becher gemacht hat, von sich aus privat. Um das zu verteilen quasi. Und zu rauszugeben. verteilen, wenn Ja, es kalt ist. Also ja, christliche Nächstenliebe heißt ja immer uns. Ich denke mal, das machen andere Religionen genauso. Nicht, dass es hier heißt Vorurteile oder ja, kann man die ruhig werden mal besser erwähnen. gesagt. Ja, ja. Ja, aber ich finde sowas
Ich cool. weiß, was du meinst. Hier, ja, Es wird, glaube ich, zumindest so langsam auch natürlich immer mehr in den Fokus gerückt und dadurch entwickelt sich zumindest bei Leuten, die ein bisschen ein Auge oder ein offenes Ohr für das Thema haben, ein bisschen Aktionismus und die Leute tun sich oder finden sich auch zusammen. Bei uns zum Beispiel, kann ich jetzt mal aus dem Saarland ein Beispiel bringen, gibt es auch schon seit ganz vielen Jahren einen sogenannten Kältebus. Im Sommer ist jetzt nicht kalt, heißt, ich glaube, den gibt es dann auch einfach nicht, aber der ist vielleicht haben sie im Sommer einen Kühlungsbus. genau, Mit dass das Kälte Klimaanlage. drin bleibt, genau. In Kooperation mit Klimaanlagen Mustermann, ja. Nee, das Ding ist, Fakt ist, da haben sie auch den Fokus drauf, einfach einen Platz zu geben, wo man sich mal aufwärmen kann. Da gibt es Suppe, Tee, ja. Wahrscheinlich auch eine Decke oder mal ein Pulli, weil da auch Kleiderspenden und andere Spenden ankommen. Und das finde ich auch einfach eine super Sache. Und die Organisation, halb privat, privat, wie du es auch so beschrieben hast, genau, gibt es in allen Bereichen. Zu den, ja, auch Kleiderspenden, wie gesagt, die damit ihr Geld verdienen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Da gibt es auch übrigens die eine oder andere Doku dazu, weil das ist auch wirklich ein Geschäftsmodell, das eigentlich verboten gehört. Allerdings ja, ist das auch wieder nicht in unserer Macht daran, was zu ändern. Einen Satz wollte ich nur noch sagen, weil ich sehe, du willst eingrätschen. Das Thema Organisation werden wir, glaube ich, also Hilfsorganisationen auch auf der Insel, auch von deutschen Initiatoren, in naher Zukunft nochmal thematisieren. Ausnahmsweise mal ein Cliffhanger von mir. Ja, das mit dem Hilfe geben ist immer die Sache. Es gibt viele Menschen, die meinen es richtig, richtig gut und wollen auch. Aber dann gibt es halt die paar schwarzen Schafe, die das missbrauchen. Vor allem auch das Vertrauen von anderen Menschen, dass man gut damit umgeht. Ich höre es ja jeden Tag, wenn die Leute mir Geld geben für die Hunde. Und ich sage immer ja 80% für die Hunde, 20% für mich. Das ist, ja, ich mache das ja auch für die Hunde. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die machen es dann genau andersrum. Oder die missbrauchen dann, das war jetzt hier mit Spenden, die missbrauchen dann im Prinzip, Ich kann dir reingrätschen, weil du mir was erzählt hast im Privaten und ich denke, wenn du das so sagst, ist das absolut okay, weil ja auch mit Veterano oder nein, du warst mit allen dreien ja letztens beim Tierarzt, da sagtest du mir ja auch, für solche Fälle hast du ja auch quasi, ich nenne es mal, kleine Ersparnisse und hast mir direkt gesagt, genau dafür bekomme ich ja auch einen großen Teil von dem Geld, weil die Leute sagen, es ist für die Tiere. Und was wäre ich denn jetzt für jemand, wenn ich dann, wenn die Tiere mal was haben und ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich zum Tierarzt mit denen, entweder wieder nach Geld fragen, ich sage auch mal betteln müsste, und es einfach halt für mich ausgegeben habe, ne, und gar nichts mehr habe und es nicht tun kann. Also ich glaube, das erklärt ganz gut, was du meinst, dass du das schon im Hinterkopf behältst, was der Grundgedanke der Leute ist. Natürlich kannst du nicht verhungern, ja, das ist klar, aber es ist nicht so, dass du das nur auf den Kopf haust und wie gesagt, ja, die Tiere, die kriegen frisches Wasser und gut. ja, ja, so wie du sagst, also ich gucke immer, dass ich für die Hunde immer zur Seite lege, einen guten Puffer habe. Auch für mich, wenn es mal länger regnet, dann der Herbst kommt auch wieder, der Winter kommt wieder, dass man einen Puffer hat. Und klar, für solche Notfälle muss man immer Geld zur Seite liegen haben. Das ist für mich das Wichtigste. Zumindest für eine Aber Anzahlung, dann, sagtest du, ja, ne? ja, genau. Äh, aber wenn dann genug Puffer da ist, dann leistet man auch sich mal was. Weil ich habe es auch schon gehabt, dass mir Leute an der Playa spazieren gewesen, die haben mir 20 Euro in die Hand gedrückt für die Hunde. Ich mit den Hunden Spaß gehabt, nach Hause gebracht, Abendessen, dann habe ich abends um 12:30 im Bierkönig gegangen zum Feiern. Da standen sie da so, hey, was soll denn das? Ich habe dir Geld für die Hunde gegeben, jetzt bist du hier und versaust es. Und ich so, ja, Mhm. Entschuldigung, ich habe mehr verdient wie deine 20 Euro. Meinen Hunden geht's gut, sind Gassi. Und wenn ich einmal oder zweimal im Monat zum Feiern gehe, dann ist das doch auch in Ordnung. Ich darf mir doch auch mal was gönnen. So in der Richtung. Also, klar, ich gehe jetzt nicht ins Lokal und tue ein Rinderfilet für 150 Euro essen. Nee, absolut. Aber ja, meinen Hunden geht's immer gut, die haben genug zu fressen, zu trinken. Ich habe eine Reserve da und ich darf ihr auch mal was gönnen, oder? Ja, Ich also muss sehe ja ich, genug Scheiße fressen jeden Tag. Nein, so sehe das ich es schneiden wir unterm raus. Strich auch. Das Ding ist ja, du musst ja jeden Morgen in dem Sinn wieder aufstehen.
Ja, und ich Weißt sage du? auch immer, wenn es mir gut geht, geht es den Hunden gut. Das meinte Und wenn ich. es den Hunden gut geht, geht es mir gut. Und das ist so eine Symbiose. Du hast es jetzt schöner und deutlicher erklärt, wie ich mit meinem Du musst morgens ja auch aufstehen. Ja, aber das meinte ich. Also, Ich stehe erst abends auf. das wollte ich einfach mal als Nachmittag ist besser. So Beispiel. 14, 15 Uhr. Wenn du wieder kommst und einen Podcast mit mir machen willst. Ja, jetzt kriege ich es wieder um den Deckel. Das wollte ich nur mal erwähnen, weil es, denke ich, auch das so ein bisschen erklärt, wie du denn auch bist und da auch ja auch einen super Kontakt mit den Tierärzten bist. Hast du mir ja auch erzählt, ne? Wenn da mal was Größeres ist und du kannst es vielleicht nicht direkt bezahlen, dass die einfach wissen, hey, doof gesagt, der stottert es auch ab. Ja, die können sich darauf verlassen oder solche Sachen. Ich weiß nicht, wie wir den Schlenker zu Weihnachten wieder kriegen, außer du sagst jetzt, ja, du Nee. dekorierst deine Hunde immer mit Weihnachtskugeln, das wäre noch eine Rettung. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Weihnachtszeit und sind immer rumgelaufen, haben normal gearbeitet, unser Schatare gemacht, Metall sammeln, wenn schlechtes Wetter war, beziehungsweise auf den Kilometern runter hat man in die Mülltonnen geguckt, auf den Kilometern hoch hat man in die Mülltonnen geguckt. Ja, und dann haben wir Plastik-Weihnachtsbaum gefunden, da ein bisschen Weihnachtsschmuck, da ein bisschen Girlanden, da findet man da das bisschen und dann haben wir uns auch ein bisschen schön gemacht. Ähm, und uns dann zu Weihnachten einen schönen Braten, also einen Topf gefunden, Geschirr gefunden, also nach und nach alles eingerichtet auch zu Hause. Also wurde dann langsam richtig wohnlich, gerade auch mit dem Weihnachtsbaum, die erste Couch, die rumstand, mitgenommen, dass wir uns gemütlich hinsetzen können. ähm, ja, dann schön, ja, Weihnachten gefeiert. Also wir hatten uns gegenseitig versprochen, dass wir uns nichts kaufen zu Weihnachten. Ja, aber man hatte was gefunden und ich habe, glaube ich, einen Stefan, habe ich einen Pulli geschenkt und der hat mir ein paar Handschuhe geschenkt. Die lagen dann unter dem Weihnachtsbaum. Ich versuche es mir vorzustellen, sagen wir es so. Jo, und dann wir haben ja schon einen Braten gekocht, den Topf, den wir gefunden hatten, haben wir schön schmoren lassen. Ich habe handgeschabte Spätzle gemacht, ich bin ja Schwabe, wie es sich gehört. Und haben dann den Tag schön ausklingen lassen. Ja, und dann sind wir die nächsten Tage, ja, logisch, Weihnachtszeit ist beste Zeit, runtergegangen, Seifenblasen gemacht für die Kinder. Das ist so schön. Du stehst da, die Kinder laufen vorbei, sehen die Seifenblasen, machen die kaputt. Und dann sagst du, hey, komm mal her, gibst dir einen Stock in der Hand und arbeitest mit denen. Du machst dich so glücklich und dann machen die Eltern schöne Fotos. Ey, das ist Hammer. Wie viele Menschen Macht mir eine richtig Freude Spaß dann, gemacht ja, haben ja. und gerade zur Weihnachtszeit. Sind War wahrscheinlich auch ein bisschen richtig schön. offener, ne, die Leute. Wie schön ist. Scheiß aufs Geld, aber es gibt nichts Schöneres als lachende Kinderaugen. Absolut. Mir ist glücklich machen von den Menschen wichtiger als das Geld. Ja, und Wer ansonsten Gutes tut, kriegt Gutes zurück. die Stimmung unten, wir hatten ja da eigentlich ein bisschen in der letzten Folge auch aufgehört, ist allgemein an Weihnachten ja auch eine ganz schöne, ne? Ja. Also Genau, die weniger Weihnachtsbeleuchtung, Touristen. wenn du runterläufst, die Blumenrampler, wo sie mittlerweile haben sie diese, sieht aus wie Eiszapfen, wo die Tropfen runterlaufen. Und dann auch das Borne ist wunderschön dekoriert, die Bäume. Oder eigentlich ganz Palma, das ist ja Mittlerweile, ja. hammermäßig, was für Lichterketten. Ich habe mal gehört, wenn man die Lichterketten vom Palma alle aneinander reihen würde, diese im Weihnachten aufhängen. Ja gut, Weihnachten aufhängen. Die fangen irgendwann im Oktober an mit Das aufhängen. stimmt, je nachdem, wo man wohnt, ja. Damit sie Dezember fertig sind und irgendwann im März sind sie fertig mit dem Abhängen. Ja, die Lichterkette sollte, also heißt es so, von Palma bis nach London reichen. Ach krass, ja. Habe ich mal gehört. Also ich kann es jetzt weder bestätigen noch belegen oder ähnliches. Also ich kann es auch nicht Ich habe widerlegen. so im Kopf, kam mal irgendwo eine Nachricht. Ja, Aber dass da Die einige Straßenfeste. Kilometer zusammenkommen, Auf jeden muss ich dir Fall. ganz ehrlich sagen, also weißt du, sagst du bis Barcelona, dann unterschreibe ich das direkt so. Ja, definitiv. Kann man bestimmt auch mal bei Google nachschauen, aber was ja auch dafür spricht, es wird jedes Jahr mehr investiert auch. Ja, allgemein für die Bevölkerung wird es immer besser gemacht. Auch LEDs einfach auch damit Ja, sparsamer das wird. sowieso. Ne? Die Natürlich. Strom sparen, die meisten Busse fahren auch nur noch Elektro und alles. Also gerade auch
das, was wir schon mal hatten, mit dem Umsonstfahren mit den Bussen für die Bevölkerung, die hier lebt. Die haben ein komplettes einfach, Konzept ja, einfach. Ein Ne? grünes Konzept, um wirklich nicht nur Strom zu sparen, sondern auch die Emissionen zu sparen, um den Leuten auch einen Anreiz zu geben, das wirklich zu machen. Ich meine, wenn ich eine Karte habe und ich kann jederzeit in jedes öffentliche Verkehrsmittel ein- und aussteigen, wie ich Bock habe, ist es was anderes, wie wenn ich mir irgendwas hier organisieren und gucken und machen muss. Genauso mit den Scootern, die jetzt mittlerweile rumstehen, das hatten wir auch schon. Aber das ist dann schon wieder mit Sparen und die stehen da im Weg rum und alles drunter. Ja, und die sind auch eigentlich, ehrlich gesagt, glaube ich, immer noch illegal. Hier stehen sie auch ständig Ich habe es gesehen, ja. Aber in der Nähe vom Hotel auch. Ich glaube, die haben vielleicht Kooperationen, weil die dann auf dem Privatgrundstück vom Hotel stehen, dass die auch nicht so einfach von der Polizei weggenommen werden können. Weil auf öffentlichem Grund sind die ja immer noch verboten. Es gibt ja, also ich habe gesehen, dass Hotels sowas selber anbieten. Mittlerweile auch Fahrrad, also manche Hotels haben auch diese Fahrräder vermieten und auch so E-Scooter vermieten. Aber die haben natürlich jetzt nicht diese Man Kapazität, sieht's, ne, am um das für das Aufbau ganze auch, ja. Hotel zu machen. Die tun dann mal 2, 3 Stück verleihen oder so. Beziehungsweise die haben die da stehen und vermitteln sie dann weiter an irgendeinen hier um die Ecke, der dich vermietet. Vermute ich mal. Ich empfehle es auch meiner Familie schon seit längerem. Vom Saarland wird es dieses Jahr auch das erste Mal Flugverbindungen über den Winter geben. Also vielleicht klappt das ja mal, weil es ist absolut sehenswert, das sich mal anzuschauen und das mal zu sehen, wenn es sich irgendwie verbinden lässt. Weil es auch nochmal ein ganz anderes Gefühl in der Stadt und eine ganz andere Atmosphäre zu dieser Zeit ist. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist faszinierend, gerade wenn du unten bei der Borne bist, bei der Kathedrale, Parc des Mars, da haben sie jetzt mittlerweile auch diesen 15 Meter, 20 Meter hohen Weihnachtsbaum, wo man durchlaufen kann, der beleuchtet ist. Sehr hoch, ja. Und wie sich das Licht in dem See, Parc des Mars, also den See, den sie vor der Kathedrale haben, spiegelt. Oder wenn du von der anderen Seite rüber guckst aufs Meer, das ist, also Weihnachten auf Kulisse. Mallorca kann ich Ja. jedem nur empfehlen. Das ist echt ein richtig geiles Feeling. Gerade wenn du durch die Altstadt läufst nachts und es ist so schön beleuchtet und alles. Und es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Da man auch in Deutschland selten Schnee mittlerweile zu Weihnachten hat, vermisse ich da nichts, weil vorher hätte ich gesagt, das wäre nicht unbedingt mein Fall, aber es ist schön, wenn du dann draußen schlenderst und schaust dir das einfach ein bisschen an und frierst halt nicht, ne? Auch ohne Glühwein. Ja, wir sind schon wieder so oft vom Thema abgekommen und drumherum gelabert. Ich wollte eigentlich jetzt bis Silvester gehen. Ja gut, wir haben dann so schöne Feiertage gemacht und unsere Seifenblasen. Ein bisschen Super gefeiert. geile Weihnachtszeit, gerade ja in Palma. Das war so gigantisch, mein erstes Weihnachten hier. Ich war echt super, super positiv überrascht, wie schön das hier ist. Gut, es gibt keinen Weihnachtsmarkt wie in Deutschland. Das ist dann eher so wie ein Flohmarkt. Aber ja, Mittlerweile ja, aber ja. man hat ja auch weniger Weihnachtsstimmung. Das ist komisch. Darüber reden wir das nächste Mal, glaube ich, noch ein bisschen. Wir haben noch einen ganz netten Kerl kennengelernt und Weihnachtsstimmung, die aufkommt auf Mallorca. Das wäre so für die nächste Sendung, oder? Bisschen was über die Weihnachtsstimmung. Können wir da gerne noch Hast du hier schon mal ergänzen? Weihnachten verbracht? Nein, also Hast über du hier noch nie einen Heiligabend Weihnachten nicht, weil ich immer zurück Dann zur reden wir Familie das gehe. nächste Mal über die Weihnachtsstimmung, über meinen Kumpel, dann machen wir Silvester. Machen wir. Weil Silvester ist ja auch anders wie in Deutschland. Das stimmt absolut, da gibt es ja ein paar Bräuche und dann machen wir das doch einfach so, weil nach Weihnachten ist vor Silvester. Dann kannst du uns auch erzählen, ob du alle Bräuche kennst. Ich werde das dann gegenchecken, denn ich habe die auf dem Schirm. Und das war auch wieder ein weiterer Rückblick von Jens und sind dann auch wieder einmal am Ende unserer jetzt schon 11. Folge angelangt. Ich fasse mich kurz und knapp, übergebe wieder an Jens das letzte Wort und wünsche euch noch eine angenehme Woche. Hasta luego! Ich danke dir für deinen Besuch, wie immer. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und mich hat es auch super gefreut, dass ihr zugehört habt. Und ja, dann sagen wir mal wieder tschüss. Bis dann, ihr lieben Gestrandeten. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.